Tiere sprechen. Vielleicht nicht in einer Sprache, die wir Menschen verstehen. Aber sie unterhalten sich. Das ist bei uns nicht anders. Die menschliche Sprache ist vielleicht die komplexeste aller Spezies. Aber wir haben die gleichen Gründe, um zu kommunizieren. Um Bindungen aufzubauen und zu erhalten. Um Ängste und andere Emotionen auszudrücken. Um uns zu schützen und um Bedürfnisse mitzuteilen. Der Mensch lernt schnell. Aber wir sind nicht so gut darin, zu verstehen, was andere Arten sagen. Ohne Worte, die entschlüsselt werden können, müssen sich die Wissenschaftler auf die physikalische Analyse der Lautäußerungen verlassen und sie dann mit dem beobachteten Verhalten verknüpfen. Zum Glück funktioniert jeder Klang auf die gleiche Weise. Als Schwingungen, die sich durch die Luft bewegen, als Schallwellen. Die Tonhöhe eines Geräuschs wird als Frequenz gemessen. Das ist die Anzahl der Schallwellen, die in einer bestimmten Zeit erzeugt werden. Je kürzer die Wellenlänge, desto höher die Frequenz, desto höher der Ton. Langsamere Wellen erzeugen einen tieferen Klang. Die Lautstärke eines Geräuschs wird durch die Größe der Schwingung bestimmt. Die sogenannte Amplitude. Je größer die Schallwelle, desto lauter der Ton. Die Analyse von Lautäußerungen auf diese Weise hat ergeben, dass Tiere feine Unterschiede in Frequenz und Amplitude nutzen, um unterschiedliche Aussagen zu übermitteln. Dies gilt insbesondere für die sozialsten Säugetiere. Aus Natursendungen kennen wir alle das berühmte Trompeten des afrikanischen Elefanten. Aber das Repertoire der Elefanten ist noch viel größer. Diese großen Säuger haben ein bemerkenswert komplexes Sozialleben, das von engen Familienbanden bis hin zu Clanstrukturen reicht. Da sie eine Vielzahl von Botschaften übermitteln müssen, benötigen Elefanten eine flexible und ausdrucksvolle Sprache. Hier kommen Frequenz und Amplitude ins Spiel. Dieses tiefe Knurren mit ständig wechselnder Frequenz und abnehmender Amplitude ist ein Gruß an Freunde und Verwandte. Ein Willkommenheißen, um Bindungen zu stärken. Sogar noch langsameres Knurren wird benutzt, um der Herde Reisepläne zu übermitteln. Und es sind nicht nur die Erwachsenen, die ihre Stimme erheben. Kälber knurren auch, wenn sie trinken wollen. Für einen Elefanten ist es aber ein ganz anderes Geräusch, mit scharfen Spitzen, die die Wellenform des Knurrens unterbrechen. Und wenn das Kalb nicht bekommt, was es will, wird es noch lauter. Diese scharfen Spitzen, laut und hoch, sind für die Mutter kaum zu überhören. Während diese Rufe leise innerhalb der Gruppe geteilt werden, sollen andere von Elefanten außerhalb der Herde gehört werden. Mit diesem lauten, hohen Ton, der sanft ausklingt, locken die Weibchen vorbeiziehende Männchen an, wenn sie zur Paarung bereit sind.
Und mit diesem hohen, schrillen Trompeten soll eine Bedrohung vertrieben werden. Aber selbst bei dieser großen Bandbreite stellt sich heraus, dass der erstaunlichste Klang der Elefanten einer ist, den wir nicht einmal hören können. Diese großen Pflanzenfresser müssen viel fressen. Um Überweidung zu vermeiden, müssen sie Gebiete von bis zu 250 Quadratkilometern durchstreifen und sich oft in kleinere Gruppen aufteilen. Dies kann jedoch einzelne Mitglieder der Herde gefährden. Jüngere Tiere können verloren gehen, können verhungern und verdursten. Oder sie fallen Raubtieren zum Opfer. Und ausgewachsene Tiere haben es schwerer, einen Partner zu finden. Doch Elefanten scheinen immer zu wissen, was die anderen vorhaben. Wie kommunizieren Elefanten also über so große Entfernungen? Die Antwort darauf kam über Umwege. Die Meeresbiologin Katie Payne hatte 15 Jahre lang die Gesänge von Buckelwalen studiert. Doch 1984 weckte ein Besuch in einem Elefantenhaus ihr Interesse. Es war nicht das, was sie hörte, sondern eher das, was sie spürte. Ich bemerkte zufällig, dass ich ab und zu ein Pochen in der Luft spürte, eine Art Pulsieren in meinen Ohren. Mir kam der Gedanke, dass es sich dabei um Geräusche handeln könnte, die unterhalb der Frequenzen liegen, die der Mensch hören kann. Und dass diese Geräusche vielleicht von den Elefanten erzeugt werden. Und sie auf eine Art und Weise miteinander kommunizieren, von der wir nichts wissen. Die Frequenz der Schallwellen pro Sekunde wird in Hertz gemessen. Aber wir können nur Frequenzen zwischen etwa 20 und 20.000 Hertz hören. Payne wusste aus jahrelanger Forschung, dass Wale Töne erzeugen, die unterhalb des menschlichen Hörvermögens liegen. Aber könnte es sein, dass Elefanten etwas Ähnliches tun? Sie nahm einen scheinbar stillen Elefanten auf und beschleunigte dann die Aufnahme um das 10-fache. Der Beweis war eindeutig. Der stumme Elefant war alles andere als still. Er hatte lediglich auf einer Frequenz kommuniziert, die unter dem liegt, was Menschen hören können. Diese Rufe werden als Infraschall bezeichnet und können bis zu 1 Hertz tief sein. Was sie für uns unhörbar macht, ist wie geschaffen für die Kommunikation über große Entfernungen, vor allem nachts. Tagsüber steigt die warme Luft nach oben und trägt die Geräusche mit sich fort, sodass sie schnell in der Atmosphäre verschwinden. Aber nachts, wenn die Luft abkühlt, werden die Schallwellen nicht gestört und können sich viel weiter ausbreiten. Diese tiefen nächtlichen Rufe ermöglichen es den Elefanten, Entfernungen von bis zu 10 Kilometern zu überbrücken. Sie helfen ihnen, in Kontakt zu bleiben und einander über weite Gebiete hinweg zu finden. WissenschaftlerInnen beginnen zu erkennen, dass jenseits des menschlichen Gehörs viel mehr vor sich geht, als wir gedacht hätten. Und jetzt beginnen sie zu erforschen, ob andere Tiere auch auf einer Infraschallebene kommunizieren. Wie Elefanten wandern auch Giraffen in lose organisierten Herden durch die afrikanischen Ebenen. Aber im Gegensatz zu Elefanten scheinen sie nicht die gesprächigsten Tiere zu sein. Wenn sie einen Ton von sich geben, dann immer aus dem gleichen, ganz bestimmten Grund.
um Gefahr zu signalisieren. Obwohl sie die größten Säugetiere der Welt sind Giraffen nicht gegen Angriffe gefeit. Löwen, Leoparden und sogar Hyänen können sie erlegen. Daher brauchen sie ein Frühwarnsystem. Wenn ein Mitglied der Herde eine Gefahr entdeckt, schlägt es Alarm. Ein schnelles, lautes Husten oder Zischen mit kurzer Reichweite. Aber es signalisiert den anderen, dass sie weglaufen sollen. Giraffen produzieren dieses Schnauben mit ihren Nüstern, nicht mit den Stimmbändern. Dennoch haben sie einen Kehlkopf oder Stimmapparat. Der Zoologe Anton Baotic hat die letzten 6 Jahre damit verbracht, zu beweisen, dass Giraffen ihre Stimmbänder tatsächlich ständig benutzen. Aber genau wie das Infraschallgrollen der Elefanten können Menschen sie nicht hören. Wie Elefanten sind auch Giraffen gesellige Tiere. Und es könnte sein, dass auch sie diese sehr niedrigen Frequenzen für ihr stimmliches Kommunikationssystem nutzen. Die Theorie ist gut. Aber Antons Problem ist das Sammeln von Beweisen. Wildlebende Giraffen aufzuzeichnen ist riskant. Unwegsames Gelände und nächtliche Raubtiere sind für einen einzelnen Forscher gefährlich. Anton hat sich deshalb im Berliner Tierpark niedergelassen, um Giraffen in Gefangenschaft aufzunehmen. Sein hochmodernes Aufnahmegerät scannt weit unterhalb der 20 Hertz des menschlichen Gehörs. Und wenn es ein Geräusch entdeckt, nimmt es dieses automatisch auf. Nach monatelanger Arbeit hatte Anton zwar eine Menge Geräusche, aber nichts, wonach er gesucht hatte. Wenn Sie zum Beispiel in einem Zoo arbeiten, nimmt das Gerät alle möglichen Hintergrundgeräusche auf, von Autos, Zügen und so weiter. Das stellt eine ziemliche Herausforderung dar. Entschlossen, seine Theorie zu beweisen, änderte Anton seinen Plan und konzentrierte sich radikal auf die Zeit nach Einbruch der Dunkelheit. Die afrikanische Prärie ist nachts am gefährlichsten. Dann jagen die tödlichsten Raubtiere. Wenn sie sich zum Schlafen hinlegen, sind sie sehr anfällig für Angriffe. Deshalb schlafen Giraffen im Stehen und halten oft nur für 5 Minuten ein Nickerchen. Selbst in der sicheren Umgebung eines Zoos schlummern sie weniger als 30 Minuten pro Nacht. Antons nächster Schritt bestand also darin, herauszufinden, ob Giraffen in dieser Zeit miteinander kommunizieren. Die Sprachen der Tiere zu lernen, ist schon an Land eine Herausforderung. Aber unter Wasser ist es noch schwieriger. Es ist laut hier unten. Ständig brechende Wellen, aufsteigende Luftblasen, Fische, die auf harten Korallen herumkauen und das Klicken von Garnelen. Es ist sehr laut. Für WissenschaftlerInnen ist es schwierig, einzelne Geräusche aus dem allgemeinen Lärm herauszuhören, geschweige denn herauszufinden, was die Geräusche bedeuten könnten. Aber die Fortschritte in der Technologie machen diese Welt immer zugänglicher. Hightech-Rekorder und Software, die bestimmte Geräusche isoliert, enthüllen jetzt die Sprachen der Meeresbewohner. Einer der ersten, der diese neuen Technologien einsetzte, war der Meeresbiologe Dr. Steve Simpson von der Universität Exeter. Heute sind er und sein Team auf einem Tauchgang im Ärmelkanal vor der Küste von Dorset.
Sie können dort die Spitze sehen. Etwa 266 Hertz. Seit fast 2 Jahrzehnten arbeitet Simpson daran, zu beweisen, dass Fische nicht nur sprechen, sondern dass sie auch erstaunlich viel zu sagen haben. Wir wissen, dass Fische aus verschiedenen Gründen Geräusche erzeugen, um zu kommunizieren. Sie verteidigen ihr Revier, sie locken ihre Partner an. Wir haben viele Muster beobachtet und ein sehr gutes Beispiel ist, dass jeden Morgen alle Fische, die sich während der Nacht im Riff versteckt haben, auftauchen und anfangen, Laute zu erzeugen, um ihr Revier zu verteidigen. Genau wie Vögel singen also viele Fische morgens auch. Ein unglaublicher Chor in der Morgendämmerung. Die seltsamen Grunz-, Knack-, Quietsch- und Knarrlaute klingen weniger nach melodiösem Vogelgesang als nach den Stimmen außerirdischer Kreaturen. Aber sie bringen es auf den Punkt. Dies ist mein Revier. Einer der Riffbewohner, der sein Gebiet am stärksten verteidigt, ist folglich auch der lautstärkste. Der Domino-Riffbarsch im Indopazifik. Das Männchen verbringt einen Großteil seiner Zeit damit, einen kleinen Garten mit Grünalgen anzulegen. Die Damen lieben offensichtlich einen Fisch mit grünem Daumen. Wenn ihnen gefällt, was sie sehen, legen sie ihre Eier in seinem Garten ab, damit er sie befruchten kann. Leider lockt sein Werk nicht nur die Weibchen an. Andere Männchen versuchen ihm den Platz streitig zu machen. Das ist viel einfacher, als einen eigenen Garten anzulegen. Wie viele Vögel über Wasser verkündet er lautstark seinen Besitzanspruch, indem er sich aufplustert und laut schreit. Er hofft, dass die anderen Männchen ihn für zu groß und dick halten, um es mit ihm aufzunehmen. Elefanten tönen, um mit ihrer Großfamilie in Kontakt zu bleiben. Fische, um Eindringlinge zu warnen. Und viele Tiere nutzen Geräusche für beides. Wie der rote Brüllaffe. Diese Primaten leben in engen Clans von etwa einem Dutzend Tieren mit ein paar erwachsenen Männchen, mehreren Weibchen und ihren Jungen. Der durchschnittliche Mann putzt sich morgens als erstes die Zähne oder kocht Kaffee. Nicht so rote Brüllaffen. Sie ziehen es vor, ihren Tag mit einer schönen Brüllrunde zu beginnen. Ein vergrößertes Zungenbein, ein kelchförmiger Knochen in der Kehle, schwingt mit und wirkt wie ein eingebauter Verstärker. Das Ergebnis ist der lauteste Ruf aller Landtiere. Die treffend benannten Brüller können Rufe mit einer Lautstärke von 140 Dezibel ausstoßen. Lauter als der Lärm eines startenden Militärjets. Selbst Elefanten schaffen nur 112 Dezibel. Brüllaffen nutzen pure Lautstärke, also mehr Energie im Klang, um ihre Rufe über große Entfernungen zu schicken. Ihnen fehlt vielleicht der Bass, aber sie können die Lautstärke richtig aufdrehen. Ihr dröhnender Ruf ist fast 5 Kilometer weit zu hören. Wie der Riffbarsch teilt der Brüllaffe anderen Artgenossen mit, dass dieser Teil des Waldes bereits vergeben ist.
Der Brüllaffe ist ein Meister darin, seine Anwesenheit laut und weithin zu verbreiten. Sein entfernter Verwandter in Afrika hat ein weitaus vielfältigeres Vokabular und verwendet verschiedene Rufe für verschiedene Bedrohungen. Etwas, das unsere eigenen Vorfahren in den frühesten Stadien der sprachlichen Entwicklung auch getan haben könnten. Grüne Meerkatzen leben in großen Gruppen von etwa 50 Tieren. Auch wenn es eine gewisse Sicherheit in der Gruppe gibt, dürfen sie nie unachtsam sein. In Afrika droht Gefahr von allen Seiten. Große Adler können eine Meerkatze leicht aus den Baumwipfeln reißen. Deshalb müssen die Affen den Himmel genau im Auge behalten. Wenn ein Mitglied des Trupps einen Raubvogel entdeckt, schlägt es den für dieses Raubtier spezifischen Alarm. Ein tiefes Grunzen. Die gesamte Gruppe weiß sofort, dass sie den Baumwipfel verlassen und sich am Boden in Deckung begeben muss. Aber was, wenn die Gefahr nicht vom Himmel kommt? Auch dafür gibt es einen Ruf. Einen deutlich anderen. Dieses Schnattern bedeutet schnell weg vom Boden. Der Schlangenalarm schickt die Truppe nach oben in Sicherheit. Dieser Ruf bedeutet also Gefahr, runter von den Bäumen. Dieser bedeutet Gefahr, hochklettern. Aber was ist, wenn man es mit einem Raubtier zu tun hat, das einen auf dem Boden und in den Bäumen erwischt? Dann braucht man natürlich den Leopardenalarm. Die ganze Truppe stürzt sich sofort auf die dünnsten Äste, von denen sie wissen, dass sie das Gewicht des Leoparden nicht tragen können. Diese Signale richtig zu deuten, kann für eine grüne Meerkatze über Leben und Tod entscheiden. Eine Vielzahl von Rufen mit komplexen Bedeutungen ist etwas, was man bei Primaten erwarten kann. Aber Steve Simpson und seine StudentInnen haben herausgefunden, dass auch einige Fische über einen erstaunlich großen Wortschatz verfügen. An tropischen Riffen in Französisch-Polynesien konzentrierte sich das Team auf eine Spezies: Clownfische. Diese winzigen, farbenfrohen Fische wären sehr gefährdet durch Fressfeinde, wenn sie nicht in Seeanemonen leben würden. Anemonen sind mit nesselnden Tentakeln bedeckt, mit denen sie ihre Nahrung fangen. Clownfische sind die einzigen Lebewesen, die immun sind gegen das Gift der Anemonen. Andere Meeresbewohner meiden es verständlicherweise lieber. Eine große Anemone kann eine Kolonie von einem halben Dutzend Fischen unterschiedlichen Alters beherbergen. Es gibt immer nur ein dominantes Weibchen. Die anderen Fische sind kleinere Männchen. Die Doktorandin Isla Keisha Davidson wollte wissen, ob ein bedrohter Clownfisch einen Alarm an den Rest seiner Gemeinschaft sendet, und simulierte einen Raubfischangriff. Das hier ist das Raubtiermodell, das ich verwendet habe. Es war an ein paar Schnüren befestigt, so dass ich es wie eine Marionette steuern konnte. Ich schwamm also mit dem Raubtiermodell an der Oberfläche entlang und auf die Anemone zu. Und man konnte sehen, wie die Fische aufmerksam wurden.
Sie machten diese kleinen, zirpenden Geräusche. Um zu testen, ob es sich bei den Lauten wirklich um einen Alarmruf handelt, spielte sie einer anderen Kolonie vor. Die meisten Clownfische reagierten auf den aufgezeichneten Alarm und zogen sich in die Sicherheit ihrer Anemone zurück. Nur ein Fisch hat sich behauptet, das dominante Weibchen, das größte Mitglied der Kolonie. Das Clownfischweibchen war sehr verteidigend und sehr beschützend. Sie wusste, dass Raubtiere in der Nähe waren und sie kam tatsächlich zu mir und sagte mir, ich solle ihre Familie in Ruhe lassen, was ich für einen Fisch dieser Größe ziemlich mutig fand. Jedes Mitglied der Clownfischkolonie sendet Laute aus. Aber diese können mehr, als nur das Revier verteidigen oder Alarm zu schlagen. Sie können auch Konflikte beilegen. Das große Weibchen gibt den tiefsten Ton von sich. Je kleiner das Männchen, desto höher der Ton. Ayla glaubt, dass die Geräusche den Frieden sichern könnten. Die höheren Rufe der kleineren Fische zeigen dem Weibchen, dass sie keine Bedrohung für ihren Thron darstellen. Es gibt keinen Grund, dass sie ihnen gegenüber Aggressionen zeigt. Die stimmliche Kommunikation bei Fischen ist eine neue Wissenschaft. Aber wir haben bereits herausgefunden, dass jeder Fisch seine eigenen Rufe hat, um seinen Platz zu verteidigen, Partner anzulocken, Alarmsignale zu senden und sogar seinen sozialen Status zu wahren. Wer weiß, was sie sonst noch alles sagen. Für den Menschen ist es schwer, einzelne Geräusche zu erkennen, wenn sie in einem Meer von Lärm untergehen. Aber für manche Tiere kann das Erkennen einer einzigen Stimme über Leben und Tod entscheiden. An der südafrikanischen Küste gebären die weiblichen Süd- oder Kapppelzrobben einmal im Jahr zu Beginn des Sommers. Dieses winzige Jungtier ist gut entwickelt für sein Alter, mit offenen Augen und funktionierenden Sinnen. Aber es kann noch nicht schwimmen und hat keinen Speck, der es in kalten Gewässern warm hält. In den ersten Tagen sind Mutter und Welpe also unzertrennlich. Bei so vielen Robben in einer Kolonie kann man leicht verloren gehen. Es ist wichtig, dass Mutter und Jungtier die Stimmen des anderen erkennen, damit sie sich in der großen, lauten Menge wiederfinden. Deshalb hat jede Robbe ihre eigene, einzigartige Stimme. Es dauert nur ein paar Stunden, bis die Mutter die Rufe ihres Jungen gelernt hat. Bei ihm dauert es etwas länger. Die Rufe der Robben lassen sich in Abschnitte unterteilen, die alle erkennen können. Und er muss nun lernen, sie zu unterscheiden. Es gibt die Frequenz, die bestimmte Tonhöhe des Rufs und die Amplitude, seine Lautstärke. Beide variieren im Laufe des Rufs. Durch die Kombination dieser Variablen entsteht ein einzigartiger Code, wie ein Fingerabdruck. Und das ist auch gut so. Denn nach ein paar Tagen treibt der Hunger die Mutter dazu, ihr Junges zu verlassen, um fischen zu gehen. Eine gefährliche Zeit. Die Brutsaison ist noch in vollem Gange. Wütende Bullen konkurrieren um verfügbare Partnerinnen. Um ihr Baby vor dem Zerquetschen zu schützen, lässt die Mutter es in einer geschützten Kinderkrippe zurück, in der Hoffnung, dass es dort bleibt, während sie weg ist. Aber der Welpe hat das wohl nicht mitbekommen. Nach ein paar Stunden verlässt er die Krippe auf der Suche nach seiner Mutter. Nach wenigen Minuten hat er sich verlaufen. Verängstigt durch die Geräusche der lärmenden Bullen entfernt er sich von der Kolonie. Robben sind an Land unbeholfen. Eine falsche Bewegung und er wird von der Brandung weggerissen.
Die Hälfte aller Robbenbabys stirbt vor ihrem ersten Geburtstag. Durch Raubtiere, Ertrinken, Zertrampeln. Oder die größte Bedrohung, Verhungern. Schließlich kehrt seine Mutter in die Kolonie zurück und muss feststellen, dass ihr Baby verschwunden ist. Sie ruft und wartet auf Antwort. Mütter und Welpen nutzen die Amplitudenmodulation, also die Veränderung der Lautstärke für die Fernerkennung. Also tut die Mutter das als erstes. Wie beim Mittelwellenradio wird das Signal durch die schiere Energie der Schallwellen weitergegeben. Je mehr Energie hinter dem Ton steckt, desto weiter wird er übertragen. Beim Näherkommen achtet sie auf das zweite Zeichen, die Frequenzmodulation, die Anzahl der Schwingungen, die die Tonhöhe der Rufe verändern. Wie die wechselnde Frequenz der Wellen, die ein UKW-Radio empfängt, funktioniert es nicht so gut über große Entfernungen, aber es ist ein sauberer Klang mit mehr Details. Aus nächster Nähe kann sie die winzigen Unterschiede in der Tonhöhe hören. Zusammen sind diese beiden Signale einzigartig. Aber leider hört sie den ersehnten Ton nicht. Doch dann erkennt der Welpe eine entfernte Stimme. Er blökt zurück. Sie bellen hin und her und lauschen auf die einzigartigen Rufe des jeweils anderen. Bingo! Die Wiedererkennung eines Individuums durch einzigartige Lautäußerungen ist in der Natur weit verbreitet. Aber je komplexer eine Tiergesellschaft ist, desto differenzierter muss ihr Kommunikationssystem sein. Von allen großen Raubtieren in den afrikanischen Steppen ist der erfolgreichste Jäger nicht der Löwe oder der Gepard. Es ist der afrikanische Wildhund. Sieben von 10 Wildhundejagden sind erfolgreich. Und es hängt alles von der effektiven Kommunikation im Rudel ab. Jagdhunde haben eine gemeinschaftliche und hochstrukturierte Gesellschaft. Durch gemeinsames Fressen, Spielen und Schlafen bildet das Rudel einen starken Zusammenhalt. Afrikanische Wildhunde haben mindestens 1 Dutzend verschiedene Rufe, von denen viele die Dominanz oder Unterordnung eines Individuums in der Hierarchie unterstreichen. Aber diese Rudel haben auch eine erstaunlich demokratische Seite. Sie arbeiten zusammen. Nicht nur beim Jagen oder um die Gruppe zusammenzuhalten, sondern auch, um Gruppenentscheidungen zu treffen. Wenn das Rudel über seinen nächsten Schritt nachdenkt, zum Beispiel, ob es sich einen neuen Rastplatz suchen, eine Wasserstelle finden oder auf die Jagd gehen soll, stimmen die Mitglieder darüber ab, indem sie niesen. Niesabstimmungen hängen bis zu einem gewissen Grad vom Status ab. Ein einzelner Nieser hat mehr Gewicht, wenn er von einem dominanten Tier kommt, das nur 3 weitere Wähler braucht, damit sein Vorschlag umgesetzt wird. Aber es ist eine Demokratie. Und mit genügend Stimmen können andere Rudelmitglieder die Entscheidung ihres Anführers überstimmen.
In der Regel braucht es 10 Wähler, um den Plan eines untergeordneten Tieres anzunehmen. Genug Nieser und die Entscheidung ist gefallen. Diesmal ist es eine Jagd. Jagdhunde sind bekannte und gut erforschte Raubtiere. Aber die Nieser waren eine überraschende Offenbarung für die Forscher. Selbst gut erforschte Tiere können uns noch mit ihrem Sprachgebrauch überraschen. Die Stimme eines der bekanntesten Tiere Afrikas, der Giraffe, ist nach wie vor schwer zu finden. Im Berliner Tierpark wertet der Zoologe Anton Bautitsch die Daten aus, die er über Nacht aufgenommen hat. Im Jahr 2015, nach 3 Jahren des Zuhörens, zahlte sich seine harte Arbeit endlich aus, als er den Beweis für völlig neue Giraffenlaute aufnahm. Als ich die Dateien öffnete und mir die Aufnahmen genauer anhörte, da war ich fast geschockt. Auf der Aufnahme war ein Geräusch, das niemand zuvor gehört hatte. Das Brummen klingt fast wie Walgesang, nur viel tiefer. Antons Theorie war richtig. Wie Elefanten geben auch Giraffen nachts Laute von sich. Aber in einem Punkt irrte er sich. Unerwarteterweise sind die Töne zwar tief, aber sie liegen bei 45 bis 90 Hertz. Im Gegensatz zu den Elefanten sind die Rufe der Giraffen keine Infraschallgeräusche, sondern liegen im Bereich des menschlichen Hörvermögens. Wir haben sie nur nicht gehört, weil wir nie in der Nähe waren, wenn sie nachts erklangen. Aber es bleiben spannende Fragen. Warum summen Giraffen nachts? Und was bedeuten diese Geräusche? Anton kann nur eine Vermutung anstellen. Der wahrscheinlichste Grund für das Summen ist, dass sie mit den Gruppenmitgliedern in Kontakt bleiben wollen, wenn die Wahrnehmung eingeschränkt ist und sie sich nicht sehen können. Giraffen können tagsüber ausgezeichnet sehen. Doch nachts ist das nicht der Fall. Das Summen könnte ihnen helfen, miteinander in Kontakt zu bleiben, während sie durch den Busch wandern. Jahrelang war so gut wie nichts über das stimmliche Kommunikationssystem der Giraffen bekannt. Daher bin ich froh, den Giraffen sozusagen eine Stimme zu geben. Die Entdeckung des Brummens hat das wissenschaftliche Interesse an der Erforschung eines Tieres geweckt, das bisher als bekannt galt. Und es ist ein guter Zeitpunkt, um auf sie aufmerksam zu werden. Giraffen sind vom Aussterben bedroht. Sie werden für Fleisch und Trophäen geschlachtet und verlieren ihren Lebensraum, weil der Mensch in diesen eindringt. Die Zahl der Giraffen ist in nur 30 Jahren um 40% zurückgegangen. Auf dem afrikanischen Kontinent leben nur noch weniger als 100.000 Tiere in freier Wildbahn. Um sie zu schützen, muss man sich ein umfassendes Bild von ihrem Umfeld machen. Davon, wie sie miteinander in Beziehung stehen, wie sie ihre Umgebung nutzen und wie viel Platz sie brauchen. Herauszufinden, wie sie kommunizieren, ist ein weiteres Teil des Puzzles. Tiere. Von Robben über Clownfische bis hin zu Affen haben Millionen von Jahren gebraucht, um ihre Kommunikation an ihre Umgebung anzupassen. Doch im Laufe von nur einem Jahrhundert hat der Mensch diese Umwelt radikal verändert. Heute transportieren Industrie und Verkehr den Lärm in die Luft und die Ozeane. Diese Lärmverschmutzung droht die natürlichen Klänge zu übertönen.
Und es wird für die Tiere immer schwieriger, sich bei dem Krach gegenseitig zu hören. Meerestiere leben an Orten, an denen die Sicht schlecht ist. Sie können sich nicht auf ihr Sehvermögen verlassen, um sich gegenseitig zu finden, zu navigieren oder Nahrung zu suchen. Viele sind auf Geräusche angewiesen und das macht sie besonders empfindlich gegenüber Lärmbelastung. Überall auf der Welt gehen die Fischpopulationen zurück. Überfischung, Verschmutzung und Klimawandel sind dafür verantwortlich, aber auch der Schall. Um einen weiteren Rückgang zu verhindern, ist es wichtig, die Kommunikation der Fische zu verstehen. Neben ihrer Arbeit in den Tropen untersuchen Steve und sein Studententeam auch Fische im Vereinigten Königreich. Wir wissen, dass einer der klassischen nordatlantischen Fische, der Kabeljau, in verschiedenen Teilen seines Artenspektrums sehr unterschiedlich klingt. Und dann haben wir darüber nachgedacht, ob Fische tatsächlich Akzente haben. Lokale Dialekte, die spezifisch für bestimmte Populationen sind. Noch vor ein paar Jahren wusste niemand, dass Fische überhaupt sprechen können. Jetzt wissen wir, dass es beim Kabeljau regionale Unterschiede gibt. Verschiedene Dialekte. Mit dieser Entdeckung wird Steve sehen, wie der Kabeljau mit dem Klimawandel zurechtkommt. Im Zuge der Klimaerwärmung beobachten wir, dass sich Populationen bewegen. Wir wissen, dass sich die Kabeljau-Populationen weiter nach Norden in Richtung Nordpol bewegen und das bringt zum ersten Mal verschiedene Kabeljaugruppen zusammen. Wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen, können sie sich nicht vermehren. Jedes Jahr werden 500.000 Tonnen Kabeljau aus dem Atlantik verzehrt. Ein Rückgang der Bestände könnte daher erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und Nahrungsmittelressourcen haben. Der Kabeljau spielt auch eine wichtige Rolle in der Nahrungskette der Meere, da er sich von kleineren Tieren ernährt und Beute für größere ist. Veränderungen in seinen Beständen wirken sich also auf ganze Meeresgemeinschaften aus. Steves bahnbrechende Forschungen könnten Wege zur Bekämpfung des Fischsterbens aufzeigen. Ich arbeite seit etwa 15 Jahren am Great Barrier Reef und mache Jahr für Jahr an den gleichen Stellen Aufnahmen. In den letzten 5 Jahren gab es 2 Wirbelstürme und 2 Jahre Bleiche, was bedeutet, dass das Riff still geworden ist. Wenn das Wasser zu warm ist, stoßen die Korallen die in ihrem Gewebe lebenden Algen aus, sodass sie sich ganz weiß verfärben. Dies wird als Bleichen bezeichnet. Die Korallen werden zwar nicht abgetötet, aber ihre Produktivität geht stark zurück. Die Fische verlassen diese angeschlagenen Riffe oft. Aber Steves Unterwasseraufnahmen könnten dazu beitragen, dass sie zurückkommen. Durch die Verwendung von früheren Aufnahmen haben wir festgestellt, dass die Fische immer noch von diesen Geräuschen angezogen werden. Wenn wir ein künstliches Riff bauen, können wir die Fische dorthin locken. Aber wenn wir die aktuellen Aufnahmen verwenden, sind die Fische nicht mehr daran interessiert. Die Frage ist also, ob wir die Aufnahmen von damals verwenden können, um die Fische wieder anzulocken und die Riffe in Zukunft wieder aufzufüllen. Die Wissenschaft beginnt gerade erst, die Geheimnisse der Tierkommunikation zu entschlüsseln. Nach jahrelanger Forschung stellen wir fest, dass Tiere eine Menge zu sagen haben und über eine ausgefeiltere Kommunikation verfügen, als wir uns je vorstellen konnten. Die Entschlüsselung und Nutzung dieses Wissens kann uns dabei helfen, die Wildtierpopulationen wiederherzustellen und die Welt als einen geräuschvollen Ort für künftige Generationen von Tieren zu erhalten.